Hallo, hier ist Meini. In diesem Video zeige ich dir 3 Methoden, wie man überprüft, ob die Miesmuscheln gut sind oder entsorgt werden können. Dann gehen wir kurz auf ganz wichtige Infos ein, die für Koch-Azubis bzw. Kochprüflinge besonders wichtig sein sollten. Hier habe ich etwas kleinere Miesmuscheln aus Holland, die hoffentlich alle noch leben. Das ist das Entscheidende bei den Miesmuscheln. Wenn sie noch leben, darf man sie verarbeiten und zu sich nehmen. Wenn sie tot sind, muss man sie entsorgen, weil zu hohe Gefahr für Salmonellenvergiftung besteht. Es gibt also 2 goldene Regeln. Sie lauten: Erstens, wenn die Miesmuscheln gekocht sind, aber sich nicht geöffnet haben, müssen sie entsorgt werden. Zweitens, wenn die Muscheln vor dem Kochen offen sind, muss man überprüfen, ob sie noch leben. Es gibt verschiedene Methoden, wie man überprüfen kann, ob die Miesmuscheln leben und somit gegessen werden können. Die erste Methode lautet: alle geöffneten Miesmuscheln in kaltes Wasser geben und einen Moment warten. Sehr viele der lebendigen Miesmuscheln schließen sich nach 1 bis 2 Minuten. Das heißt, sie leben und dann kann man sie auf den Stapel der lebendigen Miesmuscheln legen. Wie die Reaktion der Miesmuschel auf Wasser sein kann, sieht man hier deutlich. Diese Miesmuschel lebt noch. Wenn dir dieses Video gefällt, lass mir gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Die zweite Methode lautet: bringt die Miesmuscheln in Bewegung. Einfach mit der Hand vorsichtig alle Muscheln umrühren sozusagen. Viele von ihnen schließen sich dann sofort. Man kann auch die Methode 1 und 2 miteinander kombinieren. Sie ins kalte Wasser legen und paar Mal umrühren und die geschlossenen Miesmuscheln dann ebenfalls auf den Stapel zu den lebendigen Miesmuscheln drauflegen. Wenn sich die Miesmuscheln dann doch nicht schließen, bedeutet das nicht, dass sie tot sind. Daher kommt dann die dritte Methode in Einsatz. Und zwar nimmt man die Muscheln einzeln zwischen Zeigefinger und Daumen und drückt sie leicht mehrmals zusammen. Wenn man einen leichten Widerstand spürt bzw. merkt, dass die Muscheln nachgeben und langsam zugehen, dann leben sie noch und können weiterverarbeitet werden. Hier sieht man eine tote Miesmuschel. Da spüre ich keinen Widerstand und sie geht sofort auf ihre ursprüngliche Größe bzw. Öffnung wieder zurück. Bald steht meine Abschlussprüfung als Koch bevor. Miesmuscheln ist eine Pflichtkomponente in der Vorspeise. Solltet ihr dieses Video anschauen, um euch auf eure eigene Abschlussprüfung vorzubereiten, gebe ich hier im Schnelldurchlauf stichpunktartig wichtige Infos. Kaputte und zerstörte Miesmuscheln sollten entsorgt werden. Die Miesmuscheln unter kaltem, fließendem Wasser gründlich vom Sand befreien. Wenn Prüfer zugucken, wäre es vom Vorteil, wenn ihr eine passende Bürste in der Hand habt und so tut, als würdet ihr die Miesmuscheln einzeln sauber machen. Die Kalkablagerungen bekommt man kaum raus, also verschwendet keine Zeit darauf. Die Bärtchen hier können entfernt werden. Wenn ihr die Miesmuscheln kocht und die Brühe für eine Soße oder Suppe weiterverarbeiten wollt, bitte vorher passieren. Unten im Topf ist ganz viel Sand. Von einem Kilogramm Miesmuscheln habe ich einmal 250 Gramm Miesmuscheln rausbekommen, also ohne Schale bzw. ohne Muschel, also das reine Fleisch sozusagen. Ein anderes Mal habe ich aus einem Kilogramm Miesmuscheln etwa 120 Gramm rausbekommen. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, das kann man sehr schlecht planen. Eine Sache noch zum Schluss. In der Berufsschule kam die Vermutung auf, dass die Miesmuscheln, die aus der Metro, verpackt aus Holland geliefert, zu kaufen gibt, mehr Abfall produzieren bzw. mehr tote Miesmuscheln beinhalten, als wenn man die Miesmuscheln frisch vom Fischhändler kauft. Ich habe das mal getestet. Muscheln vom Fischhändler und Miesmuscheln aus der Metro. Tatsächlich gab es bei den Muscheln aus der Metro weniger zerstörte tote Muscheln als beim Fischhändler. Die Vermutung hat sich also nicht bestätigt. Abonniert meinen Kanal und schaltet wieder ein, wenn es heißt: Hallo, hier ist Meini.